Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mal Frage und Antwort stehen. Das sind unglaublich viele Fragen über mein VW Up Camper Projekt Umbau zusammengekommen. Und da ich euch gar nicht allen einzeln antworten kann, dachte ich mir, mache ich jetzt am besten ein Video, in dem ich die meisten Fragen jetzt einfach mal bündel und euch versuche, so gut wie möglich zu beantworten. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Dann komme ich jetzt gleich mal zu der Frage, die am meisten gestellt wurde, nämlich wie lang ist die Liegefläche? Also die Liegefläche im montierten Zustand. Welche Länge habe ich zur Verfügung? Und zwar habe ich mir verschiedene Längen aufgeschrieben und ich beginne jetzt einfach mal mit der Länge der Polster. Wenn man vom hintersten Polster bis zum ersten Polster misst, kommen wir auf eine Länge von 1,65 m. In der Diagonalen, also vom Kofferraumdeckel bis zum ersten Polster, kommen wir auf eine Liegefläche von 1,80 m. Wenn man jetzt die umgeklappten Vordersitze noch dazu zählt, hat man nochmal 20 cm. Und dann kommen wir auf die vollen 2 Meter, was in meinem Fall als 2,2 Meter großer Mensch natürlich vorteilhaft ist. Man muss dazu aber sagen, die 20 Zentimeter, die noch dazukommen, die sind in der Schräge, klar, weil die entstehen durch die umgeklappte Vordersitzbank. In der Breite misst die Liegefläche 1,30 Meter, was echt gut ist. Also man könnte auch vielleicht mit 2 Personen gut drin liegen. Und dann haben wir noch die Höhe bis zur Decke. Das sind ungefähr 60 cm. Genau, dann kommen wir auch schon gleich zur zweiten Frage. Wie viel Platz nimmt der Aufbau im demontierten Zustand weg? Ja, kann ich ganz klipp und klar beantworten. Eigentlich nur die Polster, denn die ganze Konstruktion habe ich ja extra so gebaut, dass man sie platzsparend im doppelten Boden vom VW Up verstauen kann. Das heißt, es sind lediglich die Polster, die Platz wegnehmen, aber die kann man zum Beispiel entweder in den Kofferraum tun oder in den Fußraum und dann kann man auch noch Gepäck mitnehmen. Dann kommen wir gleich zu einer Frage, die wahrscheinlich sehr viele von euch interessiert, nämlich was hat mich der Umbau gekostet? Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das einfach wirklich ganz genau. Ich mache eine Auflistung mit allen Komponenten und schaue nach, wie viel ich ungefähr dafür bezahlt habe. Ich sage jetzt genau ungefähr, weil ich habe nicht mehr von allen Einzelteilen die genauen Geldbeträge vorhanden. Deswegen musste ich ein bisschen recherchieren und habe manchmal auch nur ungefähre Werte, aber trotzdem denke ich, dass ich ein gutes Ergebnis zustande bekommen habe. Dann fange ich gleich mal bei den Holzplatten an. Wir haben OBS-Platten, 18 mm, 4 Stück. Und ach ja, was ich noch sagen muss, ich habe viele Schritte habe ich machen lassen, weil mir das Material fehlt und auch natürlich auch ein bisschen die handwerkliche Erfahrung. Das heißt, es kommen auch noch Dienstleistungen dazu, aber da komme ich später nochmal dazu. Also ich habe das jetzt immer gerechnet mit den jeweiligen Dienstleistungen. Und bei den OBS-Platten, 4 Stück, kommen wir auf ungefähr 100 €. Ich habe jetzt wirklich alle Holzteile mit reingerechnet, also die Stützen und die Platten. Ungefähr 100 €. Also das ganze Holz zusammen kostet 100 €. Dann haben wir den Schaumstoff, auch wieder mit Zuschnitt, ca. 55 €. Verschiedene Stoffbahnen und Nähgarn für meine Vorhänge, das sind ungefähr 80 €. Dann das teuerste waren die Bezüge, die habe ich nähen lassen mit Reißverschluss, das sind 150 €. Ja, dann noch verschiedene Kleineisenwaren, also Schrauben, Winkel, Haarprofile, 35 € und die 2 Zurgurte, das war das billigste, die liegen bei 8 €. Wenn man das Ganze jetzt zusammenrechnet, kommt man auf einen Gesamtpreis von 430 €. Dazu muss ich jetzt aber noch was sagen. Ich habe ja gerade schon angesprochen, dass ich vieles habe machen lassen. Also es kommt noch Servicepauschalen dazu. Wenn man die abzieht, das sind ungefähr 130 €, kommt man auf einen Preis von 300 €. Und ich finde, für den ganzen Umbau 300 € ist natürlich, ja, schon eine stolze Summe. Aber ich wollte ja auch was Vernünftiges bauen und dafür finde ich, ist es ein extrem guter Preis. Und dafür, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe, ja, bin ich damit auch absolut zufrieden. Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Der Aufbau dauert ungefähr 2 bis 5 Minuten. Das kommt darauf an, wie geübt man ist.
und der Abbau 1 bis 2 Minuten. Also der Abbau geht deutlich schneller als der Aufbau. Wieso hast du die Vordersitze nicht einfach nach hinten umgeklappt oder den Beifahrersitz ausgebaut? Das ist eine Frage, die lese ich sehr, sehr häufig. Die Frage kann ich auch ganz leicht beantworten. Ich habe, bevor ich angefangen habe umzubauen, wirklich jede erdenkliche Möglichkeit mir überlegt, wie kann ich die bestmögliche Liegefläche schaffen, um den meisten Platz rauszuholen. Und dann habe ich halt geguckt, was steht mir zur Verfügung. Dadurch, dass man im VW-Up Baujahr 2016 die Vordersitze nicht plan umklappen kann, ist man schon sehr eingeschränkt. Ich dachte mir erst, okay, vielleicht schaffe ich das, über den Sitz eine Konstruktion zu bauen, aber dann wäre wiederum der Abstand zur Decke zu klein gewesen. Ich habe überlegt, den Sitz auszubauen, aber das war mir dann letztendlich zu viel Arbeit und nicht alltagstauglich, weil ich habe auch eine Sitzheizung mit drin und mit dem Airbag und so, das wäre alles echt Gefummel gewesen und ich wollte ja, dass das Auto alltagstauglich bleibt und ich jetzt nicht mein ganzes Auto umbauen muss, nur wegen dem Umbau. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Fläche, die ich zur Verfügung habe, wenn ich die Vordersitze umklappe, soweit es geht zu nutzen und ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Aber das ist der Grund, warum ich den Vordersitz nicht ausgebaut habe oder irgendwelche anderen Optionen in Betracht gezogen habe. Dann eine Frage, die hat mich ein Zuschauer gestellt, die habe ich jetzt mit reingenommen, weil ich sie einfach sehr interessant fand. Muss ich Angst haben, dass mich die Bretter bei einer Notbremsung erschlagen? Nein, braucht man nicht. Wie gesagt, ich habe einen doppelten Boden in meinem VW-Up und da passt die ganze Holzkonstruktion rein. Das heißt, das Holz ist gar nicht auf derselben Höhe wie ich. Das heißt, wenn ich bremse, dann kann gar nichts nach vorne rutschen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Lösung. Lediglich die Polster, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand von einem Polster erschlagen wurde. Also kann man ganz unbesorgt sein. Dann komme ich auch schon zur letzten Frage, nämlich kann ich mir das nachbauen und wie lange hast du für den Bau gebraucht? Ich habe schon viele Leute kennengelernt über Social Media, die gesagt haben, dass sie meinen Umbau als Vorlage benutzt haben und auch ihr Auto ähnlich oder sogar gleich umgebaut haben. Das freut mich auch mega. Also wirklich, ich freue mich immer mega, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, dass ihr das selber ausprobiert. Und bin da auch schon mit ganz vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Ich finde das unglaublich toll und dann möchte ich mich bei euch auch nochmal bedanken. Aber um die Frage zu beantworten, ja, ihr könnt euch das sehr, sehr gerne nachbauen. Dazu habe ich auch eine kleine Kurzanleitung auf meiner Webseite roadram.de veröffentlicht. Da habe ich alle Komponenten aufgelistet, die ich verwendet habe und auch die Längenangaben. Und dann könnte man das, wenn ihr Lust habt, als Vorlage benutzen, dass ihr euch das selber nachbauen könnt. Wie lange ihr dafür braucht, das bleibt natürlich ganz euch überlassen oder das liegt an euch. Ich muss sagen, ich habe viele Schritte machen lassen und dadurch kommen halt noch Bearbeitungsgebühren und aber auch Zeiten hinzu. Zum Beispiel das Nähen der Bezüge hat dann nochmal ungefähr eine Woche gedauert und der Zuschnitt vom Holz war auch ungefähr bei 3 bis 4 Tagen. Wenn man das alles wegrechnet, denke ich, kann man das in einem verlängerten Wochenende alles sehr gut selbst bewerkstelligen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt mir die Fragen gerne über Instagram, roadram_YouTube oder einfach in die Kommentare. Dann beantworte ich euch diese natürlich persönlich. Aber ich hoffe, dass ich mit dem Video die meisten Fragen jetzt beantworten konnte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video mit dem VW-Up oder bei einem neuen Motovlog. Und dann würde ich sagen, macht's gut, Leute, haut rein und bleibt gesund. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah.